Hey. Hi, servus, Paul, wie geht's? Super. Hallo Andi, danke für die Einladung zuerst einmal. Und ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Der Andi Schweiger, Sternekoch, bekannt aus Internet und Fernsehen, wird uns heute zeigen, was er mit unseren Bikes macht, wie er die verwendet. Ist ein Kunde von uns, ich bin total stolz. Und ja, was erleben wir heute? Was machst du? Also ich zeige euch heute, was wir alles machen können. Ja? Also wir haben ja 2 Fahrräder von euch. Wir haben ein Icebike und ich nenne das zweite ist in meinen Augen ein Foodbike. Und ich habe heute, also das Menü, ja, wir haben gebackene Waffeln mit Erdbeeren und mit einer Bio-Eiscreme. Und davor gibt es den rosa gebratenen Kalbstafelspitz vom Grill. Ich habe Hunger, wenn ich da helfen kann, würde es mich freuen. Ich kann ganz gut schnipseln. Also sag mir, was ich zu tun habe, dann geht's los, oder? Los geht's. So, hallo Andi. Hi, hereinspaziert in meine Outdoor-Küche. Also hier geht es jetzt sozusagen gerade los. Hier haben wir unser Bio-Eis da drin. Auch da haben wir natürlich Wasser mit dabei. Dann habe ich jetzt ein Sous-Vide-Becken. Hier habe ich einen Grill. Hier oben drauf habe ich zum Beispiel jetzt den Puderzucker für nachher die Waffel, die Soße, die Kartoffel habe ich jetzt da rein. Hier sind die Linsen schon drin, aber selbstverständlich kann man da jetzt auch so ein bisschen, die Kräuter hätte ich jetzt da jetzt auch noch mit reinmachen können. Also ein bisschen so Deko oder alles, was ich halt so schnell brauche, je nachdem, was ich auch hier alles rausschicken möchte. Dann habe ich hier zweimal Induktion, ja, was einem mal ganz schnell den Hintern retten kann. Wir brauchen es jetzt heute nicht, aber du siehst, ne, ich habe es trotzdem. Ja, hier mein Töpfchen, denn in der Theorie könnte ich meine Kartoffel ja auch hier im Topf dann fertig machen. Ja, mal nachzügeln, nochmal was warm haben wollen. Dann, ne, ich habe ja für dich auch ein paar Aufgaben versteckt, also versteckt, sprich, hier darfst du dann gleich die Kohlrabi-Spaghetti machen. Dann habe ich ja noch einen Grill und hier, was nämlich auch sehr, sehr wichtig ist, denn ich habe so das Gefühl, als bräuchtest du zum Arbeiten etwas zum Vorglühen. Und deswegen habe ich hier nämlich in meinem Kühlschrank erstmal noch ein schönes... Ach schau, das ist... Ein Bier habe ich mitgebracht. Ne? So, und an sich haben wir das jetzt schon geschafft. Und jetzt mal ganz ehrlich, an sich, wir waren jetzt gerade Outdoor und haben hier eigentlich ein sehr, sehr schönes Gericht gezaubert. Dann würde ich mal sagen, guten Appetit. Dankeschön. Habe ich schon vorher angedroht, ein paar Fragen habe ich an dich und das interessiert auch wahrscheinlich unsere anderen Kunden. Erste Frage, wie bist du auf die Idee gekommen, ein Ball- und Ernst-Bike zu kaufen, dein Business, die Kochschule, das Catering zu erweitern quasi mit unseren Fahrrädern? Wir haben einfach gemerkt, dass wir uns mit euch so gut ausstatten können, dass ich mich, egal ob ich auf einer Alm, auf einer Rennstrecke, auf einer Dachterrasse bin, eben so ausstatten kann und mich so wohlfühlen kann, dass ich die Qualität nach außen bringen kann, die ich möchte. War diese Entscheidung gut, also im Sinne des Businesses, also konntest du damit mehr Umsatz generieren oder eben neue Märkte erobern? Also tatsächlich sind die beiden Fahrräder ein weiteres Standbein geworden. Es ist einfach so, dass man, weil es sehr schöne und ansprechende Fahrräder sind, kann man die Außenwirkung verändern. Und natürlich setzen wir uns ab, weil es einfach Caterer gibt, die 2 Edelstahltische aufbauen. Ja, da bist du mit 400-500 € dabei und kannst ein Catering machen. Und das wäre uns persönlich, ohne etwas schlecht zu machen, zu wenig gewesen. Wir wollten eine schöne Außenwahrnehmung. Ja, das heißt, wenn ich irgendwo am Starnberger See zum Beispiel oder Schweiz eine Gartenparty auftrete, dann haben wir immer einen Aha-Effekt, ohne dass wir schon gekocht haben. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Wir überraschen dann nochmal über die Qualität des Essens, aber wir überraschen momentan in unserem Outdoor-Catering auch schon über unsere Optik, wie wir dastehen, und da seid ihr einfach mitverantwortlich. Bei der Auswahl des Bikes, was du bei uns gekauft hast, was war dein Ziel? Wenn ich jetzt ein 5 oder 7 Gänge Menü, also wir kommen ja aus dem Bereich,
anbieten möchte, was brauche ich alles und kann ich das leisten, auch für mal 100 Personen. Und dadurch haben wir eben also das Foodbike kombiniert mit dem Icebike. Und ich kann eben also Vorspeisen und Hauptgänge von dem Foodbike runterspielen. Ich habe eine große Fläche, da kann ich verschiedene Technik aufbauen. Ja. Und habe dann eben auch noch das Icebike oder zumindest den Icebike-Anhänger. Ja, falls jetzt ein Kunde jetzt nicht beides möchte, nicht den Platz hat, dann kann ich das eben so kombinieren, dass ich das Foodbike habe dann auch noch meinen Kühlanhänger, also sprich meinen Fahrradanhänger als Kühlschrank und habe dann auch noch den Eisanhänger und da habe ich nochmal 6 Bio-Eis-Sorten drin und habe dadurch ein ganzes Menü, das ich von den Bikes runter kochen kann. Du, jetzt noch mal ganz kurz zusammengefasst, was sind die großen Vorteile von dem Bike für dich? Also ich kann während des Menüs kann ich mich umbauen. Also sprich, ich habe so einen schönen ausgesparten Platz, wo zuerst wegen mir mein Sous-Vide-Becken da drin ist oder auch eine Grillplatte mit drin ist. Dann baue ich das ab, dann kommt das Waffeleisen drauf, dann kommt die Crepe-Platte drauf und dann kann ich das sehr schicken. Also was mich von Anfang an überzeugt hat, dass ihr durchdachte Features drin habt, die Handhabung sehr, sehr leicht ist, man es also wirklich sehr, sehr schnell auf und wieder abbauen kann. Und wenn ich möchte, kann ich auch gut auch mal 4-5 Kilometer von A nach B fahren. Ne? Und man darf ja auch nicht vergessen, dass es ja dann doch ein sehr großes Fahrrad ist. Ja, es ist ein Lastenfahrrad, es bleibt ein Lastenfahrrad, nur es ist auch noch gut handelbar. Was empfiehlst du jemandem, wenn er sich quasi mit so einem Bike selbstständig machen möchte? Wenn ich jetzt ein Italiener wäre, ja, und ich hätte ein Restaurant, dann würde ich dem vielleicht empfehlen, ein schönes Icebike vor sein Restaurant zu stellen, einfach weil es auffällt, weil es eine Geschäftserweiterung ist. Ja, wenn jemand schon bestehendes, also Catering hat und er möchte eben auch mal auf eine kleine Dachterrasse in einer Großstadt, dann würde ich ihm halt also das Foodbike empfehlen, einfach weil er da super flexibel ist. Wenn einer eine Erweiterung von seinem Catering-Bereich möchte, ja, dann würde ich ihm zum Beispiel auch das Bier, also Bike, empfehlen, weil da hast du halt einfach die Kühlung und das Bier schon alles mit dabei. Du kannst dich schnell von A nach B also bewegen. Du kannst aber auch also gut ein- und ausladen. Weil das Wichtigste ist, dass du mir empfiehlst, er braucht einfach ein Rad von Paul und Ernst. Ja.